Hallo Alissa, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für ein Traineeship-Interview. Und zwar möchte ich heute von dir erfahren, wie es so ist, bei Planeo ein Traineeship anzufangen. Und dazu hätte ich einige Fragen an dich. Bist du bereit? Yes. Perfekt, super. Alissa, was sollte man denn als Trainee können oder mitbringen? Also als allererstes sollte man einfach Lust daran haben, Neues zu lernen. Vielleicht sich einfach ein bisschen schon mit Themen beschäftigt haben vom SEO-SEA-Bereich. Vielleicht hat die Person schon mal eine eigene Website oder einen eigenen Blog irgendwie so gestartet. Und ja, vielleicht ein bisschen auch Interesse an technischen Themen. Lust daran, analytisch zu arbeiten, weil wir arbeiten auch ziemlich viel mit Excel, außer man ist jetzt im Content. Alissa, kannst du uns noch mal vielleicht verraten, was ein Trainee im Online-Marketing mitbringen sollte? Ja, im Online-Marketing sollte man eigentlich mitbringen, dass man sich generell für die Thematik interessiert. Also ich finde einfach, das Interesse ist ganz wichtig und ist auch ein bisschen losgelöst davon, ob man jetzt schon krasse Vorkenntnisse oder so mitbringt. Dadurch, dass der Trainee im Online-Marketing ja auch wechselt zwischen den Abteilungen, ist natürlich auch ein bisschen ein Interesse an Content, an Texten wichtig. Wie ist die Rolle in so einer Abteilung? Ist immer unterschiedlich. Also das, was eigentlich ähnlich ist, ist, dass man am Anfang immer unterstützend mitwirkt. Also man übernimmt eher so Aufgaben, die fortlaufend sind, so wie Reportings, zum Beispiel jetzt gerade im On-Page. Und dann ist es aber schon ziemlich schnell so, dass man auch selbstständig Aufgaben eben übernimmt. Okay. So ein typischer Arbeitsalltag, wie schaut es denn da eigentlich aus? Ja, ist eigentlich so, wenn die Person morgens hierher kommt und sich dann einen Kaffee oder Tee gemacht hat, dann setzt man sich mit dem Teamleiter zusammen in der 5-Minuten-Runde und bespricht dann einfach so die wichtigsten Prios für den Tag. Da hilft einem auch der Teamleiter ein bisschen so den Tag zu strukturieren. Und dann gibt es das Daily, so eine 10-Minuten-Runde, wo wir uns alle im Team eben treffen und dann kann der Trainee, oder besser gesagt jeder, spricht dann einfach nochmal an, so von wem er Unterstützung an dem Tag braucht. Und dann startet man so in seinen Arbeitsalltag. Perfekt, super. Was hat sich denn bei dir verändert, seitdem du kein Trainee mehr hier bist? Also was sich auf jeden Fall ändert, ist das Gehalt nach dem Traineeship. Und dass man einfach am Ende viel tiefer in die Aufgaben einsteigt, in der jeweiligen Abteilung, in der man dann halt eben weitermacht. Und dass man viel selbstständiger natürlich Aufgaben dann auch übernimmt am Ende. Wie sieht denn dein Traumkollege aus, Alissa? In ein paar Punkten sympathisch, hilfsbereit und umsichtig. Sehr schön. Und vegan. In meinem Fall. Muss aber nicht. Muss nicht. Alissa, was ist denn deine persönliche Lieblingsaufgabe? Also meine Lieblingsaufgabe ist eigentlich die Keyword-Recherche, also recherchieren, weil ich mag das unglaublich, mich einfach so in ein Thema einzufuchsen und mich dann total intensiv damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn es eben auch Themen sind, mit denen man sich so vielleicht privat nicht beschäftigen würde. Hast du eine Superkraft? Ja, was heißt Superkraft? Also bei mir ist es einfach so, dass ich ziemlich gut in den Flow komme beim Arbeiten. Also ich kann mich ab irgendeinem Punkt ziemlich gut auf ein Thema konzentrieren und fokussieren. Dein Job wäre leichter, wenn? Mein Job wäre auf jeden Fall leichter, wenn wir Haustiere haben könnten im Büro. Ja, Ja, wenn ich meine ich bin Katze auch mitbringen dafür. könnte, das wäre voll schön. Also Hast ich du glaube eine? so. Nein, noch nicht. Noch nicht, okay, gut. Noch nicht. Aber es ist geplant. Mit wem bei Planeo würdest du denn auf gar keinen Fall tauschen wollen? Ja, ich denke mit jedem aus dem SEA-Team, weil ich habe ja mein Traineeship in jedem Bereich gemacht und das war einfach so ein Bereich, mich persönlich hat er jetzt nicht angesprochen. Wieso hast du dich für das Online-Marketing entschieden? Weil ich einfach finde, dass Online-Marketing die Zukunft des Marketing ist und es ist einfach nur mal so, dass alle Leute heutzutage im Internet unterwegs sind und auch die wichtigsten Zielgruppen für die meisten Unternehmen und man halt dort die Leute auch ziemlich gezielt und gut abholen kann. Und wie bist du dann zu Planeo gekommen? Das hat sich bei mir eigentlich ziemlich schnell herausgestellt. Also nachdem ich mich hier beworben hatte und beim Probearbeiten war und ich mich hier total wohl gefühlt habe, war das eigentlich für mich so klar, dass Planeo mein Traumarbeitgeber ist, wo ich dann auch mein Traineeship machen möchte. Wunderbar. Hast du denn persönlich so ein Traumprojekt, was du dir mal erfüllen möchtest? Ja, mein Traum ist eigentlich, irgendwann mal im Süden wohnen zu können und dann dort am Strand zu sitzen und aufs Meer zu blicken und von dort aus arbeiten. Mit wem hast du denn vor, mal in Zukunft zu arbeiten? Ja, was ich mir voll cool vorstellen könnte, wäre mal so einen Tag mit so einem Motivationscoach zu verbringen. Einfach so, um zu erleben, wie der so in den Tag startet, wie man sich so irgendwie pushen kann auf seine Aufgaben. Und ja, ich glaube, das wäre ganz cool. Was magst du denn bei Planeo besonders?
An Claneo mag ich ganz besonders, dass Claneo authentisch ist und dass wir unsere Werte in jeder Hinsicht einfach vertreten und dass wir so auch unsere Mitarbeiter raussuchen, die zu uns passen. Okay, dann kommen wir auch zu unserer Abschlussfrage und zwar, Google ist... Die Antwort auf fast jede Frage. Oh, wow. Okay, super. Dann war es auch schon von meiner Seite aus. Ich bedanke mich bei dir, dass du so tolle Antworten mir gegeben hast oder auch für unsere Zuschauer. Und vielleicht hat ja jemand durch dich auch mal Lust, sich jetzt bei uns als Trainee zu bewerben. Und Sie sind natürlich herzlich willkommen. Ja, das wäre toll, ne?